So Dennis, heute haben wir zwei Probleme. Das eine ist, der Tank ist verrostet, den müssen wir ausbauen. Und obwohl ich das Benzin schon abgelassen habe, sieht man hier bei der Tankanzeige halb voll. Und egal ob es ganz voll ist oder halb voll, zeigt immer halb voll. Das heißt, wir müssen auch den Tankgeber ausbauen. Dafür klemmen wir erstmal die Batterie ab. Das heißt erst Minus. Dann Plus. Auch da wieder darauf achten, nicht an die Karosserie zu kommen. Ich stecke dann immer noch vorsichtshalber eine Plastikkappe auf den Pluspol, dass da hier kein Kontakt entstehen kann aus Versehen und ich wieder Strom habe. Den Tankeinfüllstutzen, den habe ich schon abmontiert, der war hier mit zwei Muttern montiert, um nach da unten zu kommen. Man sieht hier nur ein schwarzes Loch, aber da unten ganz tief drinnen sieht man den Tankgeber im Schatten. Um da hinzukommen, muss ich den Tank ausbauen, da komme ich dann von unten ran. Wir versuchen erstmal den Tankgeber abzuklemmen, den Benzinschlauch abzuklemmen, nachdem man nicht viel sieht, weil ich durch das Loch muss. Kleiner Cut und wir sehen uns unterm Auto wieder. Der Tank wird von 3 Muttern gehalten, man sieht hier eine und vorne sind noch 2, wichtig, den Tank so leer wie möglich zu haben. Wir wollen ja nicht, dass irgendwie Benzin auf uns runterschwappt. Hier in dem Fall ist eine Ablassschraube hier, das ist ziemlich einfach. Ich hatte ihn vorne auch hochgebockt, dass er relativ eben ist, dass das Benzin alles gut ablaufen kann. Wichtig auch da, schön in Eimer und dann in Benzinkanister und danach zur Giftmüllentsorgung, nicht einfach irgendwo hinkippen. Ebenso wichtig, wenn du was mit Benzin machst, Handschuhe, du willst nicht, dass es direkt auf die Haut kommt, giftiges Zeug, wir schrauben den Tank mal los. Damit er uns nicht entgegenfällt, eine Windung im Gewinde lassen. Das heißt, die Mutter sichert noch. Wir schrauben die anderen beiden Muttern los. Nachdem alle 3 Muttern gelöst sind, den Tank runternehmen. In dem Falle ist er jetzt schon unten und ich habe gemerkt, dass noch ein bisschen Restbenzin drin ist, das doch nicht ganz abgelaufen ist. Das werde ich jetzt ablassen. Nachdem ich weiß, dass ich das Benzin nicht mehr verwende, kann ich es einfach ungefiltert ablassen. Öffne ich die Ablassschraube. Sollte jetzt auch nicht direkt was rauslaufen, nachdem nicht mehr so viel drin ist. Man sieht schon, rausbraun Öl. Ich zeige das nochmal hier. Die herauskommt, rostbraun. Der Tank muss überholt werden. Der nächste Schritt ist, den Tankgeber, der ist hier befestigt, rauszubauen und zu überprüfen. Der Tankgeber ist schnell rausgebaut, es sind 3 Schrauben, die öffnen wir. Ich habe jetzt ein bisschen was sauber gemacht und die Dichtung aufgeschnitten. Die können wir nicht mehr verwenden. Jetzt nehmen wir mal raus. Man sieht hier den Schwimmer. Man sieht, dass komplett alles verrostet ist. Und der sollte sich leicht bewegen. Ich lege mir jetzt mal hin. Man müsste hier das
müsste sich super leicht bewegen. Und wie man hier sieht, sehr schwergängig. So müsste es eigentlich gehen. Jetzt, wenn man wieder anschließt, gehe ich davon aus, dass er wieder funktioniert. Wichtig ist, bevor man wieder verwendet, komplett sauber machen, weil so kann man nicht mehr einbauen. Nochmal kurz unterm Auto. Man sieht, ich habe den Tankgeber wieder verbunden und normalerweise hat er Masse über den Tank. Jetzt habe ich hier ein Überbrückungskabel genommen und angeschlossen. Jetzt schauen wir mal vorne in der Anzeige, ob die Anzeige funktioniert und ob der Tankgeber an sich funktioniert. Vorher natürlich die Batterie wieder anklemmen. Und jetzt schauen wir mal, was die Anzeige treibt. Man sieht sofort voll. Also Tankgeber und Anzeige funktionieren. Hier kurz nochmal ein Blick in das Benzin, das aus dem Tank kam. Also man sieht richtig, das geht nicht mehr. Wenn ihr einen Oldtimer gekauft habt, dann checkt, ob der Tank okay ist, weil das, wenn in euer Vergasersystem oder in den Motor kommt, bedeutet, dass ihr alles zerlegen müsst. Das sage ich mal aus eigener Erfahrung.